have done well, my apprentice. Star Wars The Force Unleashed. Ein bei weitem nicht perfektes, aber geniales Star Wars Franchise, das Fans viele coole Spielstunden und einprägsame Spielemomente sowie Charaktere verspricht. Nach Star Wars The Force Unleashed im Jahr 2008, welches bei Star Wars Fans sehr gut ankam, folgte 2010 der Nachfolger, Star Wars The Force Unleashed 2. Dieser versuchte zwar in die Fußstapfen seines Vorgängers zu treten, scheiterte jedoch dabei und enttäuschte so die Hoffnung vieler Fans der Spielereihe, trotzdem auch der zweite Teil seine guten Momente hat. Er ist allerdings mit kaum 3 Stunden Spielzeit deutlich zu kurz. Die Fans setzten ihre Hoffnung also auf einen dritten Teil, bis LucasArts 2010 die Einstellung der Entwicklungsarbeiten ankündigte, da man nach massiven Entlassungen nicht genug Personal für die Entwicklung eines dritten Star Wars The Force Unleashed hatte. So, you have accepted the truth. Es ist trotzdem gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Arbeit an einer Fortsetzung irgendwann wieder aufgenommen wird. Aber wie könnte Star Wars The Force Unleashed 3 aussehen? In diesem Video nenne ich euch ein paar meiner eigenen Ideen für SWTFU 3. Der Protagonist bzw. die Protagonistin. Galen Mareike. Es ist natürlich so ziemlich ausschließbar, dass wir den originalen Starkiller spielen werden, da er sich im ersten Teil für die Rebellenallianz-Anführer geopfert hat. Und Tote spielt man ja bekanntlich nicht allzu oft in Videospielen. Wie man dagegen schon etwas häufiger spielt, sind Klone, und auch in diesem Fall könnte es sein, dass wir im dritten Teil den Klon von Starkiller, also den Protagonisten des zweiten Teils, spielen werden. General Kota. Und eine weitere, etwas unwahrscheinlichere Variante wäre allerdings, dass ein völlig neuer Protagonist eingeführt wird, was aber den Starkiller-Fans, habe ich erwähnt, dass mein Kanal Galen Marek heißt, ziemlich sauer aufstoßen dürfte. Der Kontext, also was ist der die Handlung grob umspannende Rahmen? Wir erinnern uns zurück, Juno hat überlebt, Darth Vader wurde gefangen genommen. Auch wenn ich zugegeben nie ganz verstanden habe, wie man diesen Sturz überleben soll. Yeah, she's dead. Auch hier ist also wieder der klassische Rahmen der wahrscheinlichste. Die von Starkiller gerettete Rebellion versucht mal wieder, das Imperium zu besiegen. Wann werden die Rebellenpiloten endlich lernen, dass in jeder Anhäufung Weltraumschrott ein Kopfgeldjäger lauert? Habt ihr keine Rückspiegel? Story, also was geht eigentlich so ab im ganzen Spiel? Was die Story von Star Wars The Force Unleashed 3 angeht, gibt es jetzt natürlich unzählige Möglichkeiten in alle möglichen Richtungen. Hier also mein Vorschlag der für mich persönlich am wahrscheinlichsten wirkenden Handlung. Also, Handlung. Mal überlegen. Starkillers Klon hat bereits Frieden mit seiner Klonherkunft geschlossen. Juno ist auch einmal mehr gerettet und ich denke nicht, dass die Entwickler die Starkiller rettet Juno-Geschichte ein drittes Mal als Handlung verwenden. Da Vader von der Rebellion gefangen genommen wurde, sind die einzig offenen Felder immer noch die Kloneinrichtung auf Kamino und der Imperator. Ich kann mir also gut vorstellen, dass eine mögliche Handlung für den Film wäre, dass der Imperator besiegt wird, bzw. dass die Kloneinrichtungen endgültig vernichtet werden. Mögliche Gegenspieler sind dabei natürlich ein Haufen neue Spezialtruppen und Einheiten, sowie verschiedene Starkiller-Klone, die speziell trainiert wurden. Vielleicht büxt ihr auch Vader wieder aus. Wer weiß. Soweit also mein Vorschlag, was im neuen Star Wars The Force Unleashed Teil drankommen könnte, was drin sein könnte. Wenn ihr weitere Ideen habt oder eigene Ideen, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf, sie zu lesen. Also bis dahin, haut rein, wir sehen uns. Oder wir hören uns. Either way. Tschüss!